Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy. Ja, heute wird's ein bisschen romantisch, weil ich weiß auch nicht warum, es ist mir heute irgendwie so danach. Ich möchte euch heute mal unsere Hochzeitsservicerin, wie auch immer, ich weiß nicht, wie man das nennt. Vielleicht sagt euch, kann das gleich Schatz noch mal mehr erzählen, wie man das wirklich nennt. Ne, unsere Florin, die ist Hochzeitsserverin. Hallo Schatz, wie sagt man dazu? Hallöchen erstmal an alle und das ist so eine Art CO sozusagen, eine Organisatorin für Hochzeiten. Richtig. Und unsere war ja am 14.12.2019 und, es sollte eigentlich letztes Jahr am 14.12. in 20 unser Hochzeitsjahr, noch und das werden wir auch irgendwann wiederholen hier, also noch mal ein Jawort geben. Natürlich, wenn sie wirklich da ist, ne? Ich zeige es heute nur mal, wie man so ein bisschen was machen kann. Ne, weil so perfekt wie sie, ich sage wirklich perfekt. Ich muss wirklich, Entschuldigung, Schatz, aber wirklich, ich war aufgeregt ohne Ende. Habe Ja, ich wie im Real Life. Ich war nervös ohne Ende. Ich bin in halb SL erstmal rumgelaufen nach dem Hochzeitskleid und so weiter und so fort. Meistens immer dann, wenn Schatz geschlafen hatte oder war auf Arbeit, weil er sollte es ja nicht mitkriegen, ne? Und dann, und so weiter und so fort. Und auf einmal guckte ich, es gibt eine Deutsche, die macht das, ist Hochzeitsservice. Ich zu ihr eine IM geschrieben und voll nervös und ich so: „Hallo, ich würde gerne meinen Mann heiraten“ und so weiter und so fort. Wie läuft das ab und so weiter. Und die ganz gechillt: „Sandy, du kannst dich voll auf mich verlassen“ und das ist auch wirklich so. Ne? Sie ist durch die Corona-Zeit momentan nicht so wirklich, ist sie RL viel gebunden, sagt sie auch persönlich, wir stehen auch immer noch persönlich viel unter Kontakt und so weiter und so fort. Also sie, wie sie schon geschrieben hat, in Profil einfach eine Notizkarte schreiben und ja, ihr merkt selber, ich komme wieder ein bisschen ins Heulen, weil weil sie hat einen Satz gesagt, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und das stimmt wirklich. Jede Lieder, egal, man kennt viele Lieder. ruhig, ruhig, ganz ruhig. Man, Atme mal tief ein. man kennt viele Lieder. Man kennt viele Höhen und Tiefen im Leben. Ja, aber es ist wirklich so. Musik, egal welche Richtung. Und es hat sie so schön rübergebracht. Und es war der geilste Satz, den ich von ihr auf eine Art und Weise gehört habe. Es waren natürlich mehrere geile Sätze. Ne? Aber sie hat gesagt, mein Schatz kann es vielleicht ein bisschen besser rüberbringen wie ich. Musik, egal welche, die Text, wie auch immer. Musik erzählt viel mehr, als wie man eigentlich aussprechen kann. Habe ich das so richtig erzählt, Schatz? So was in der Art, ich sage mal so, manche Paare haben so Probleme, so mal 'n bisschen auszudrücken, was Romantik angeht. Wendet Richtig, euch mal an richtig. mich, in Sachen Musik habe ich da 'n bisschen was auf Lager. Bis jetzt jede Olle zum Weinen gekriegt. Auch mich, ja. Bei dir war ja. Das ist richtig. Entweder hat sie das kann ich auch noch mal kurz erzählen, entweder hat sie geweint, weil sie Bauchweh hatte, weil sie lachen musste und irgendwann hat sie sich gekrümmt vor Schmerzen. Und die zweite Variante ist, ne, wenn ich mal so 'n bisschen auf die Tränendrüse drücke, auf gut Deutsch, also 'n bisschen romantisch werde, richtig romantisch werde, ja, da ist sie bis jetzt jede hingeschmolzen. Auch du. Ja. Und deshalb habe ich mich hier auf dem Hochzeitskleid und mein Schatz steht natürlich auf einer anderen Ecke schon bereit. Ich habe zu ihm gesagt: „Stell dich mal so ein bisschen dahin“, weil es gibt natürlich viele YouTube-Videos, ich sage es, wie es ist, wie so der Ablauf ist, ne, dass man da sitzt, wie beim Standesamt auch oder in der Kirche. Die Gäste sitzen da und das Brautpaar kommt rein und ein bisschen Musik und so und meistens, hört man eventuell auch 'n Standesbeamten mit Text und so weiter und so fort, ne? Also, das ist dann in meinen Augen ein bisschen natürlicher, wenn dann
auf verschiedenen Sprachen. Meistens ist es auf Englisch. Es gibt auch hin und wieder deutsche Videos, ne? Aber also wie gesagt, ich kann sie wirklich nur ans Herz legen. Sie schickt euch eine IM und eine Notizkarte, wo ihr dann natürlich alle Fragen, die sie an euch stellt, ausfüllt. Zum Beispiel der erste Kennenlernstag und so weiter und so fort. Man kennt es hin und wieder vielleicht aus RL-Hochzeiten. Gut, wir sind noch nicht RL verheiratet, wir sind zurzeit SL verheiratet. Ne? Also von daher. Aber eines muss ich auch noch loswerden, was dich angeht. Ich weiß nicht, ob du das mal kurz einspielen kannst. Ne? Link schicke ich dir gerne mal über die EM. Ja, ich hab. Und zwar hattest du mir mal irgendwann mal, du hattest, wo wir beide uns kennengelernt haben, ne? Ich glaube, Ja. einen Tag später wolltest du mich ja schon heiraten. Entschuldigung, ja. Weiber. So sind halt die Mädels. Ne? Das erste Mal war so schlicht und einfach da mal so hingeklatscht. Ne? Irgendwo mal auf der Sim, irgendwo mal auf so ein Bällchen gehokt und mal miteinander geplauscht. Das war so der Standardweg. Hat sie gemerkt, der funzt bei mir nicht, weil ich habe damit Nein geantwortet. Ein Jahr später kam sie mit der Nummer nochmal. Ich weiß nicht, ob sie das mal einspielen könnte, damit ihr das mal hört. Das habe ich noch so im Hintergrund gehört, ja, die Nummer. Weil sie brauchte ja noch die Stimme noch, die hatte damals diesen Song, hatte sie damals abgespielt gehabt, aber so im Hintergrund laufen gelassen. Man hat den wirklich nur dezent gehört. Weiß nicht, ob man dann mal den mal kurz einspielen kann. Moment, ich schicke ihn mal gerade. Okay. Wir haben so viele uns eigene Videos. Nee, das war nämlich der Song gewesen, den du dafür genommen hast. Und ja, da wurde ich weich. Wenn du dich noch ein bisschen daran erinnerst. Ja. Das war der Song. Mhm. Werden euch eure CEOs mit einer Notizkarte fragen, was ihr ausfüllen müsst. Sozusagen, wie habt ihr euch kennengelernt? Was verbindet euch? Habt ihr gemeinsame Aktivitäten und so weiter und so fort? Und eine Spalte und so 2, 3 Spalten haben mir persönlich gut gefallen. Einmal die Nummer mit den Tieren, Ja, ne? Damals war es gewesen, wie hast du mich immer genannt? Bärchen oder irgendwie sowas? Bärchen, ja, Bärchen. Genau, Bärchen, ne? Und wie habe ich dich immer genannt? Weiß ich gar nicht mehr richtig. Ne? Auf jeden Fall sind es heute andere Tiernamen. Ja, Ne? Sie ist heute der blöde Katzenvieh und ich bin der blöde Hund oder der blöde Ochs. ja. Wie heißt im richtigen Leben, ne? Oder wie Tiere heißt werden immer so, immer größer. die Tiere werden immer größer. So. Genau. Und ja, dann kommt ihr natürlich als Frau, ne, der Mann steht natürlich jetzt da hinten, ne, vom Ding und ihr Frauen kommt dann entweder mit einem Luftballon oder mit einem Hubschrauber, egal wie das wollt, oder auch mit dem Auto, holt sie euch dann auf eine verschiedenen Ebenen ab als Frau. Und ja, und wir stehen jetzt hier und es gibt natürlich auch Situationen, da könnt ihr euch auf so ein System, auf so einen Poseball stellen und ihr werdet dann zum Altar oder zum Standesamt, wie auch immer,
vorne hin zum Laufen, ne? Ganz ehrlich, das kommt für mich nicht so wirklich real rüber, ne? Und ich tue euch mal den Song abspielen, den bei uns auch beim Einzug von mir abgespielt worden ist. Und ach so, das wollte ich auch noch mit erwähnen. Sie hat auch jemanden an der Hand, der da so ein bisschen DJ macht. Also ihr könnt euch rundum glücklich schätzen, ne, und wohlfühlen. Also ihr seid bei dem Team hier wirklich in den besten Händen. So, Keine Sorge, der DJ bin nicht ich. richtig, richtig. So. Obwohl ich es machen könnte, also es wäre kein Thema. So, jetzt heißt mal für meinen Schatz, paar Minuten in den Mund zu halten und für mich auch. Und ich laufe dann mal auf meinen Schatz zu, ne? Und ja, genießt's einfach mit dem Song, wo wir uns und ich werde ihn versuchen, ganz abzuspielen. Egal wie die Zeit auch das beinhaltet, genießt einfach und ja, viel Spaß. Du bist immer noch irgendwie hier, immer noch hier bei mir. Nach all den Jahren verfolgst du mich im Traum. Ich will immer noch nicht, dass du gehst. Ich kann es immer noch nicht ganz verstehen. Wieso, weshalb, warum soll ich dir glauben? Ich will nie wieder meinen Kopf verlieren. Ich will nie wieder mein Herz riskieren. Ich will nie wieder solche Schmerzen spüren. Wegen dir. Ich will nie wieder alleine bleiben. Ich will nie wieder so einsam sein. Nie wieder so furchtbar leiden. Wegen dir. Doch keine ist wie du. Ich geb's jetzt endlich zu. Was wär aus uns geworden? Ein Haus, ein Kind, ein Hund. Manchmal fange ich an zu fantasieren. Wir haben's uns selbst verdorben, den großen Traum vom Glück. Du weißt, dass ich dich immer noch vermiss. Ich will nie wieder meinen Kopf verlieren. Ich will nie wieder mein Herz riskieren. Ich will nie wieder solche Schmerzen spüren. Wegen dir. Ich will nie wieder alleine bleiben. Ich will nie wieder so einsam sein. Nie wieder so furchtbar allein. Wegen dir. Doch keiner ist wie du. Ich geb's jetzt endlich zu. Es gibt noch andere. Noch interessantere. Doch keines wie du. Ich will nie wieder meinen Kopf verlieren. Ich will nie wieder mein Herz riskieren. Ich will nie wieder solche Schmerzen spüren. Wegen dir. Ich will nie wieder alleine bleiben.
Ich will nie wieder so einsam sein, nie wieder so furchtbar leiden, wegen dir, doch keiner ist wie du. Ich geb's jetzt endlich zu. Du warst sternenklar, wolkenlos, doch unsichtbar wie der Wind. Ja, ne, das war dann unser Hochzeitseinzug. Schatz schreibt noch. Ja. Naja, sagen wir es mal so, eine Hochzeit kostet natürlich in SL auch und ist berechtigt der Preis. Der kann sich, ich weiß es nicht mehr auswendig, ich müsste lügen, glaube, Also, ich sag mal so, bei der 4000 Linden oder so habe ich, glaube ich, ja, ich bezahlt. Oder ich glaube, die Floren 5000. ja, also, wir haben da so du hast, glaube ich, da schon 'n bisschen mehr, glaube ich, bezahlt. Ich weiß es Das nicht weiß mehr ich, glaube ganz ich. genau, ehrlich Also, auf gesagt. jeden Fall, ganz billig ist die Nummer natürlich nicht, ist klar, weil die Veranstalter, die so was veranstalten, müssen ja auch von irgendwas leben. Richtig. Und, der Aufwand, den man dafür betreiben muss, guck mal, der DJ muss bezahlt werden, dann müssen die Animationen bezahlt werden und so weiter und so Das fort. Und dann Land. haben Das und Land. das Land muss bezahlt werden, alles drumherum. Und, es ist nicht ganz billig sowas, ne? Aber ich sage euch eins, die Florentine, die ist wirklich jeden Penny wert. Also, die hat das wirklich klasse gemacht. Ja. Die hat das wirklich klasse gemacht. Und dann gibt's auch noch Location, sage ich mal, wo gegenüber, wie jetzt zum Beispiel hier, ne, da würde sie paar Tanz Dinger hinretzen. Ich weiß nicht, ob sie hier schon oder halt auch romantisch, ne, mit Ja, Couple Dance und Hochzeitstorte so. und Couple Dance und so weiter und so fort, ne? Und also man könnte jetzt hier sagen, da drüben wäre die Hochzeit und hier ist dann die Party danach. Ne? Es gibt aber auch auf Skybox, in der Skybox oben im Himmel gibt es auch verschiedene Locations. Wir hatten in einer Eislocation geheiratet, ne, weil es auch zum Dezember so passte. Ne? Und es gibt verschiedene. Es gibt sie im Wald, es gibt so verschiedene. Aber mir kommt da grad 'ne geile Idee, Schatz. Kannst ja mal stehen bleiben, ja. 'Ne richtig geile Idee. Du hast ja gesagt, du willst mich noch mal heiraten wollen, ne? Ja, Soll ich mal 'n paar Bedingungen stellen? oha, Mhm. Nächste Hochzeit wird 'ne Strandhochzeit. das wird's, ja, Und ich definitiv. komme nicht in Smoking. Oh, nackt? Lass dich überraschen. Okay, aber nicht nackt, okay? Weil es ist eine Nackt? moderate Sim. Tja, das ist nicht mein Problem. Werde ich natürlich mit dem CEO natürlich auch vorher absprechen, weil ich glaube mal, wenn man so 'ne zweite Hochzeit grade so durchzieht, wie ich sie grad im Kopf habe, Oh Gott, ich ich will's glaube, nicht die wissen. wird 'n bisschen, na ja, anders als die anderen. Ich will's nicht wissen. Tja, wirst du aber. Die Bedingung stelle ich. Du bezahlst, und die andere organisiert. Ja, Ladies, aufgepasst, bei mir müsst ihr tief in die Tasche greifen. Ich bin nicht grade billig. Oh ja, das stimmt Sandy allerdings. Sandy weiß das. Ich warte heute immer noch auf das Schmerzensgeld. Gibt keins. Das ist 'n bisschen so Spaß am Rande. Ja, so ihr Lieben. Ne? Und das war zum Thema mal so ein bisschen Hochzeitsservice oder wie auch immer.
wie man das nennen mag, ne? Und ihr einfach mal anschreiben und es gibt eventuell natürlich noch mehrere Leute, die das machen, sei es auf Englisch, sei es auf verschiedenen Sprachen oder wie auch immer, ne? Die Aber gängigste Form, die gängigste Form in Second Life ist Englisch, ja, die gängigste Form, aber ich denke mal, dass es COs gibt, sag ich mal, irgendwo alle Sprachen abdecken. Also einfach mal ein bisschen suchen gehen, ihr werdet mit Sicherheit fündig. Vielleicht findet ihr auch Florentine was weiß ich, in der kolumbianischen Form. Kann ja sein. Jeder CO ist da ein bisschen anders da gestrickt und ja. ich mache mal die Landmarke mit unten bei unter dem Video und dann könnt ihr sie und den Namen auch. Dann könnt ihr sie, wenn ihr Interesse habt, natürlich anschreiben. Ne? Also für Paare gedacht, ne? Für Paare, genau. Aber an die Paare sollte ich vielleicht noch einen Appell richten. Wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, ne? Ich weiß, wie die meisten Ehen hier in SLN, ne, da ist man eine Woche lang verheiratet und dann kam die nächste. Macht es dann nicht. Richtig. Richtig, also es sollte schon, wenn, dann sollte es auch wirklich, wenn es halt auch, wie es die meisten eventuell halt auch machen, nicht Real Life, vielleicht verschiedene Partnern, verschiedene, guten Morgen, einen Partner natürlich hat und man will sich in Second Life nur heiraten, weil man gute Freunde oder so ist oder so, ne? Dann sollte man halt auch wirklich den Schritt auch wirklich wie im Real Life sich gut überlegen und gut denken. Aber bei uns beiden ist es ja ein anderer Schnack. Wir sind ja nicht nur Genau. in SL zusammen, wir sind ja auch in RL zusammen. Leider jetzt Und momentan durch die ganzen Corona-Scheiße, sage ich ganz ehrlich, sehen wir uns selten, aber das wird sich in weiterer Zukunft, denke ich, auch umändern. Mein Schatz hat heute Zappelphilipp gefrühstückt. ja, das Smoking ist eng. Ich habe wohl in den 2 Jahren ein bisschen zugelegt. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Okay, also bis dahin dann, ne? Eure Sandy und Euer Zippo. Schön gesund bleiben. ja, das auch.